Inspiriert von der Frauenempore der mir gut bekannten Synagoge Heinzfahrt im Nordries nahe meines Wohnortes entstand der zweilagige Papierschnitt Nachtfenster 2. Wie in allen patriarchalen Religionen spielten Frauen im Judentum keine aktive Rolle im Zentrum des Geschehens, sondern erschienen bestenfalls als Schattenfiguren hinter ornamentverzierten Gittern. Die Arbeit Lady Liberty gehört zu einer Arbeitsserie, bei der ich auf Kinobanner gearbeitet habe. Und zwar habe ich da das ursprüngliche Motiv mir angeschaut und es dann auf den Inhalt verändert. Und bei dem Filmposter ging es eigentlich schon um Fragen der Gleichberechtigung und Geschlechterunterschiede. Es war nämlich der Film Die Berufung und da habe ich das zentrale Motiv der Frauenfigur eigentlich beibehalten und habe die Figur nur noch mal stärker hervorgehoben. Genau, das sieht man an der fleischigen, organischen Farbe und ich habe es auch mit Absicht so aussehen lassen, als wäre es nochmal eine zweite Haut, die unter ihrer ursprünglichen Haut ist, die jetzt aber nochmal stärker präsent ist oder nochmal dem Betrachter stärker in den Blick fällt. Die zweiteilige digitale Collage Mindmap entstand während des Malprozesses an diesem Bild Spülbürste. Ich habe mir während des Malens die Aufgabe gestellt, zu schreiben, um unterschiedliche Ebenen im Denken offen zu legen. Die Textfragmente aus diesem Prozess sind in die linke Tafel kollagiert, in die rechte Tafel sind 5 Verse von Frauenpersönlichkeiten aus der Tora enthalten, neben den Bildelementen, die aus dem Malprozess entstanden. Die beiden Tafeln symbolisieren die mosaischen Gesetzestafeln. Die Spülbürste, die Brillblume als auch die Küchenkacheln verweisen auf die häusliche Tätigkeit. Die Brillblume oder die Annäherung an die Brillblume könnte ebenso ein Verweis sein auf das Ornament der Rosette. Die beiden Gesetzestafeln, die als mosaische Tafeln zu lesen sein können, dienen aber auch genauso als Symbol für die beiden Gehirnhälften. Die Frage, die mich während des Prozesses beschäftigt hat, ist, wie der Geist den Verstand beeinflusst. Meine konzeptuelle Arbeit trägt den Titel In sich und ist im letzten Jahr 2019 entstanden. Die Bildwirklichkeit wird vor allem durch die quadratische Form und den Farblinien erschaffen. Das Quadrat steht für absolute Vollkommenheit, aber auch für Unwandelbarkeit und Geschlossenheit. In dieser Arbeit wird die materielle, irdische Realität durch Farblinien geöffnet. Die Farblinien winden sich mit Selbstverständlichkeit durch das verdichtete Bild, wobei eine Bewegung erschaffen wird, die das Bild verlässt und in die Wirklichkeit des Betrachters einströmt. Durch bewusste Wahrnehmung von Vorgängen können geschlossene Systeme geöffnet werden. Durch bewusste Wahrnehmung kann die unsichtbare Frau gesehen werden, ihre Rolle verändert und sichtbar gemacht werden. Ich stelle meine Arbeit #Frauenbilder vor. Das sind 28 Papierarbeiten, die von mir durch Bedrucken, Übermalen, mit Schrift überarbeitet wurden. Es sind Collagen, Fotos von Frauen, die aus meiner unmittelbaren Umgebung sind. Es sind überwiegend junge Frauen, die in unterschiedlichsten Lebenssituationen dargestellt sind, die beim Feiern sind, die beim traditionell unterwegs sind hier oder die sich viele Gedanken machen, hier mit ein bisschen mehr Schrift, die
aber auch mal in problematischen Situationen sind, Mode, also alles, was so die junge Frau heute ausmacht und was ihr Leben so bunt macht. Mit meiner Arbeit Drei Frauen möchte ich deutlich machen, dass durch die Erziehung Werte und Verhaltensmuster von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und bei dieser Arbeit zeige ich in dem Lochkarton 3 Fotos, einmal von meiner Großmutter, einmal von meiner Mutter und von mir. Der Lochkarton kam mir sehr entgegen, den fand ich im Atelier und er kam mir einfach passend für diese Arbeit vor. Und beim zweiten Teil, diese Luftpolsterkissen, die sind mir mit der Post in ein Paket zugeschickt worden und ich fand sie so ideal, dass ich sie sofort in Beschlag nahm und die Fotos eben, die auch hier zu sehen sind, mittels Transferlithografie übertragen habe. Ich wollte mit dem ganzen Raum arbeiten. Ich wollte das Sichtbarwerden der Frauen erlebbar machen, wie sie von oben in der Frauenempore runter auf den Boden der Synagoge gleiten. Transluzente Kleider, die wie selbstverständlich von oben nach unten gleiten, sichtbar werden und präsent sind, gleichzeitig wunderbar elegant und göttlich. Auf der Empore gibt es einige Arbeiten, die davon zeugen, dass die Frauen dort saßen. Es sind Perücken, Frauenhaare, Seife, Stickarbeiten, etwas abgewandelt, hebräisch, Göttin aus Haaren gestickt. Es gibt ein Zitat von Friedrich Heppel, das heißt, ein Spiegel kann sichtbar machen, was einem fehlt. Ich habe hier versucht, mit meinem Spiegel die unsichtbare Frau in der Synagoge sichtbar werden zu lassen.